Und dann bin ich bei den ersten Rennen gewesen und habe erst einmal kennengelernt, wie die DTM funktioniert, welcher starker deutscher Fankreis da dahinter steckt und vor allem auch die Auslegung des technischen Reglements, das ich sehr cool gefunden habe mit diesen Finanzparteien, dass einfach ausgeglichenen Motorsport liefern kann, ohne diesen blöden BOP-Einstufungen und was das alles gibt. Und in kürzester Zeit war ich eigentlich begeistert von der DTM, aus diesen verschiedenen Gründen. Und das hat sich dann bis heute fortgesetzt und ich bin in der Zwischenzeit wirklich überzeugt davon, dass die Basis der DTM natürlich in Deutschland ist, auch der Kern dort weiter gepflegt werden muss, aber dass sie einfach die Voraussetzungen hat für internationalen großen Tourenwagensport. Wir sind noch nicht ganz so weit, weil wir haben noch immer ein paar Themen, die nicht ganz ideal sind. Aber ich glaube, wir sind schon relativ neu dran an Radduellen, an Motorsport, den ihr Fans, aber ihr könnt es mir dann korrigieren, aus den Tribünen gern sehen würdet oder vom TV schauen. Das Endziel für mich ist es, aus der DTM eine Serie zu machen, die so ist wie die MotoGP, wo einfach in den letzten 5 Runden 5 Fahrzeuge in der Lage sind, das Rennen noch zu gewinnen. Da sind wir noch nicht tot, ich weiß es. Wobei heute, wenn man schaut, wenn mit der René nicht vorne wegfährt, der versäumt ein bisschen die Saison, wenn er nicht vorne wegfährt, dann dahinter waren wirklich tolle Kämpfe. Aber wir brauchen das und in der Führung muss es diese Kämpfe noch geben. Aber wir sind viel näher dran an dem Thema als wie alle anderen Motorsportserien, außer die Motorrad-GP. Und darum bin ich auch guter Dinge, dass wir den nächsten Schritt noch schaffen werden. Da gibt es ein paar Ideen und schauen wir mal fürs nächste Jahr das Feld noch näher zusammenfahren können und vielleicht am Ende noch spannendere Rennen haben werden. Und sonst muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr happy, wie das ganze Thema läuft. Kann man, glaube ich, auch sein. Ich verstehe es ja mir eigentlich als Österreicher, wir würden auch Deutsch reden, aber das liegt uns nicht so. Dazu hast du den Autos mehr Leistung gegeben, weniger Gewicht, sehen dann in Hockenheim sogar beim Finale zum ersten Mal im Renngeschehen, wie die Autos im Gegensatz zueinander performen werden. Erst vielleicht für die Fans ganz interessant, das vielleicht ein bisschen näher, diese Schritte näher zu verstehen. Ich selbst bin ein großer Fan von Leistungsgewicht. Mich interessieren diese ganzen Zusatzthemen, Traktionskontrolle, D-Hilfe, das interessiert mich eigentlich weniger. Das ist natürlich interessant für die Techniker, das ist eine Herausforderung und wir sind ein Sport, der auch Technik sehr inne hat. Trotzdem glaube ich einfach, ich möchte eigentlich den besten Fahrer sehen, der das Thema, diesen Ritt auf der Kanonenkugel beherrscht. Und mein Traum wäre eigentlich genau dasselbe Fahrzeug, wie wir es haben, ohne mehr Aerodynamik, ohne breite Reifen, ohne alles, aber statt 650 PS 1000 PS. Das wäre eigentlich mein Traum, weil dann sehe ich einfach wirklich, wer damit umgehen kann, wer das Thema beherrscht. So, das Ganze ist aber nicht so einfach, dorthin zu bekommen, weil solche Motoren meistens schon sehr viel Entwicklungsbudget verschlingen, aber noch viel mehr durch den Ausstieg von Mercedes war man da natürlich ein bisschen in der Lage, aber in der Situation, wo man sagt, man muss schauen, dass man ein möglichst großes Fenster öffnet für möglichst viele Hersteller oder viele Teams, die reinkommen wollen. Und da war natürlich naheliegend zu schauen, dass man zuerst einmal das Thema mit den Japanern abgleicht, weil die Japaner von sich aus schon beschlossen haben, sehr viel von unserem Reglement zu übernehmen. Und der ganz große Unterschied im Motorenbereich gelegen ist und die Japaner aber eigentlich schon mit 14 Turbomotoren eingesetzt haben, darum haben wir da halt eben nachgezogen, sodass es eben jetzt ein Rennen geben kann wie in Hockenheim, nächstes Rennen, oder wie in Fuji, Ende der Saison, wo wir gegeneinander antreten können. Und in der Zwischenzeit haben wir schon noch den nächsten Schritt gemacht, dass wir die Reglementsunterschiede generell ausgeglichen haben. Ab nächsten Jahr fahren die Japaner mit demselben Reglement wie wir in Europa. Und es steht nichts mehr im Wege, einmal Autos rüber zu schicken, Autos herüber zu schicken, zusammen Rennen zu fahren. Das ist für uns, für die Stabilität der Serie ein ganz großer Schritt. Super,
trotzdem mein Ziel und irgendwann werden wir das auch hinkriegen. Dieses Leistungsgewicht, diese 1000 PS, die nehme ich schon manchmal, wenn ich am Abend schlafe, mit. Und irgendwann werden wir das auch haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Träumerei auch, aber mir geht es einfach darum, wenn ich heute, ich möchte einfach sehen, wie ein Fahrer mit der Beherrschung des Geräts extrem beansprucht wird. Und wir haben da einen Riesenschritt gemacht, die Autos haben wir haben über 100 PS mehr, wir haben ein bisschen weniger Gewicht. Also die Fahrer, die ersten Rennen sind die Fahrer ausgestiegen aus den Autos und sie haben anders ausgeschaut wie letztes Jahr. Also schon ein Schritt. Und da kann man vielleicht noch einen Schritt machen. In 20 Jahren DTM habe ich es noch nicht erlebt, dass sich der Geschäftsführer oder der Boss der Serie so einem Publikum stellt, den Fragen stellt, der Kritik stellt. Was hat dich dazu bewogen? Weil, das ist auch ganz einfach, wir diskutieren Reglements in unseren Kreisen. Meistens mit der, wo ich den Vorsitz habe und die Hersteller, und leben also in unserer Welt. Die Techniker haben tausend Ideen, wie die Technik anders ausschauen könnte, hier meine Ideen, andere seine Ideen. Und irgendwie klopfen wir uns da immer dann gegenseitig auf die Schulter, wir wollen das machen. In jedem anderen Geschäft sitzt sich der Geschäftsführer oder der Inhaber zuerst hin und sagt, was will mir der Kunde abkaufen? Wie kann ich irgendwas bauen, wo ich möglichst viele Kunden habe und wo ich die Kunden das aus den Händen lösen? Und darum ist bei uns einfach auch wichtig, dass wir vielleicht näher rangehen an die Fans, noch mehr auf die Fans hoch, weil das ist nichts anderes, als wenn ein Geschäft der Kunde ist. Und darum finde ich das ganz okay. Die Idee ist zwar nicht bei mir entstanden, aber die haben wir vorgetragen. Und ich finde das erstens einmal nett, mit euch alle möglichst Gott zu sagen. Und andererseits finde ich es aber auch gut, das eine oder andere vielleicht mitzunehmen und sagen, schau, das habe ich aber nicht nachgedacht. Muss man mal einbringen. Kein anderer bekommt die Chance, weil die Werke holen sich die besten, reservieren sich die besten, das beste Equipment und so weiter. Und das war eines meiner ersten Anregungen, dass ich gesagt habe, wir müssen das aufbrechen, wir müssen wieder schauen, dass wir eine bessere Mischung reinkriegen und Werksteams mit Privatteams zu mischen. Und bei Privatteams, da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Anfängern oder irgendwelchen zweiklassigen Teams, sondern wir haben in der Vergangenheit, wenn wir uns zurückerinnern, Schnitzer, Zackspeed, wie sie alle Kassen haben, in Alpina, wie sie alle Kassen haben, die haben das Leben dem Werksteam jeden Tag schwer gemacht und haben die Werksteams auch geschlagen in den guten Tagen. Und das war mein Ziel und das ist auch. Der WAD ist der Erste, der jetzt ein bisschen die Tür aufgemacht hat und der gesagt hat, schaut zu mir, ich bin das erste Jahr dabei und ich fahre da wirklich konkurrenzfähig mit. So, jetzt kommen natürlich viele mehr von denen, Schritt für Schritt. Die große Krux an der Sache ist, dass wir immer noch zu teuer sind und dass wir aber an die Limits geraten. Wenn du einen Sport wie diesen Bremen-Sport mit Profis den Zuschauern liefern willst, musst du schon einen gewissen Standard einhalten. Und es ist einfach dann auch irgendwo ein gewisser Preislevel vorgegeben, wo du kaum mehr drunter kommst. Wir haben mit diesen Einheitsbauteilen wirklich einen super Schritt gemacht, Kosten. Also, es ist für einen privaten Team, das die Infrastruktur hat, dass sie da mitmachen kann, ist es wahrscheinlich irrsinnig schwer, das Thema über Sponsoren, über Fahrer abzudecken, sondern die werden am Ende des Tages immer eine Lücke haben. Und da weiß ich noch nicht ganz genau, wie wir in der Lage kommen, dass wir diese Lücke schließen. Herr Berger, wir haben eben über die Japaner gehört. Ist dann irgendwann eine gemeinsame Meisterschaft geplant? Also dass man einen Verlauf oder mehrere Verläufe von Rennen in den beiden Ländern erwarten kann? Also mein Ziel wäre es, dass man die DTM im Kern in Deutschland stärkt, in Europa aufbaut. Wir haben schon einige Rennen, die sehr gut funktionieren, wie sie Assen war gut, Belgien, Zolder ist gut, Brenzhensche sind gekommen, Italien war schwach, aber das ist das Einzige, wo wir eigentlich nicht gut aufgestellt waren in Italien. Alles andere, glaube ich, fangen sie an zu stabilisieren.
Wir fehlten ein bisschen vom Markt in Frankreich, um Europa schon abzudecken. Und das wird sicher noch 2-3 Jahre brauchen, weil die Schwierigkeit ist, wenn man nur im Gegensatz zu Deutschland, wenn man nur einmal in ein Land kommt, dann hast du halt keine Anlaufzeit. Die Leute sind nicht warm und die kennen die Themen zu wenig. Die haben in Deutschland beobachtet immer die Themen über Sat 1, die ganze Saison, alle 14 Tage, 3 Wochen. Und das ist ja auch, wenn man sich so Weltmeisterschaften außer der Formel 1, die in der Unterkategorie anschaut, meistens sind die nicht stabil und meistens gehen die auch wieder kaputt. Ganz einfach, weil die Logistikkosten das Thema auffressen. Also Rennen zu organisieren in Deutschland ist eine Sache, Rennen zu organisieren in Europa geht auch noch. Aber wenn du das Ganze im Jumbo-Vertrag verrachten musst und du fliegst nach Fuji, so wie es wir heuer machen, ist das natürlich schon von der Kostenseite ein schwieriges Thema. Hallo Herr Berger. Meine Frage wäre, wir haben aktuell mit BMW, Audi und Aston Martin 3 Premium-Hersteller in der Serie. Besteht von der Seite der ITR Interesse daran, so wie früher auch sagen wir, normale Hersteller dabei zu holen, wie Alfa Romeo, Opel oder etwas günstigere, keine Premium-Hersteller? Also ich würde den Alfa Romeo schon mit zur Prämie auf seine Art zur Prämie zählen, Sportler, und wäre Traum, würde den Alfa Romeo, ich würde es lieben, den Alfa Romeo im Starterfeld dabei zu haben. Ich würde auch einen Opel super finden, weil gerade der Opel in Deutschland so eine starke Fangemeinschaft hat. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ja, es gibt vielleicht die eine oder andere Marke, wo man sagt, okay, das ist jetzt, passt jetzt nicht zu uns, aber grundsätzlich ist die Tür offen für alle. Das war ein gutes Stichwort. Aston Martin ist ja jetzt diese Saison dazugekommen. Ist ja noch ein Premium-Hersteller, hat aber jedoch eine relativ beschränkte Fangemeinde. Ich habe es beim Auftaktrennen gesehen, dort waren sie entsprechend vertreten. Ich möchte mal sagen, heute sind sie eigentlich sehr wenig vertreten. Wie wird sich das zukünftig entwickeln? Also wenn zuerst für uns war Aston Martin aus mehreren Gründen natürlich perfekt. Wir haben die Lücke schließen müssen vom Ausstieg Mercedes. Daher war es wahnsinnig wichtig, also mit 2 Herstellern die Saison zu bestreiten, ja, würde auch gehen, aber ist nicht das, was man sich wünscht. Also, dass Aston Martin in der kurzen Zeit geschafft hat, auf der Startaufstellung zu sein, war super. Das zweite, Aston Martin ist natürlich High-End Premium, ist natürlich genau das, was wir eigentlich uns gewünscht haben als eine Marke. Sagen wir mal so ein bisschen, was in der Formel 1 Ferrari ist Aston Martin für uns von der Marke. So, jetzt ist es typisch Motorsport. Jeder hat den Aston Martin auf die Schulter geklopft und gesagt, wie toll die das in 100 Tagen hingebracht haben. Wir haben die Autos aufgebaut und die sind auf der Startaufstellung ein wahnsinniges Tollste. Und das Ziel für 2019 bereits erreicht. Motorsport tickt anders. Erste Rennen, zweite Rennen, dritte Rennen, alles super. Schulterklopfen, nach dem dritten Rennen sind die ersten Kameras und fahren die immer hinterher. Also da ist schon der Druck drauf. Und in der Zwischenzeit haben die auch irrsinnig aufgeholt. Die waren 2 Sekunden hinten. Jetzt im Qualifying habe ich jetzt aus dem Kopf gestern, aber drauf 6 Zehntel oder was da geführt hat. Also das ist schon immer 6 Zehntel. Das sind die Unterschiede von einem Platz zum nächsten Platz in anderen Kategorien. Also das ist schon eine beachtliche Leistung. Und auch heute haben wir gesehen mit BMW und so die Zweikämpfe. Die haben insgesamt einen sehr, sehr guten Job gemacht. Zur Frage der Fans ist es so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Aston Martin-Fans da sind. Ich weiß noch eins, dass man gesagt hat, oh, Mercedes steigt aus, Zuschauer werden zurückgehen und so. Wir haben heuer eine Steigerung in den Zuschauern. Also mehr Fans an der Rennstrecke. Und ich würde mir jetzt schon mal behaupten, dass auch der eine oder andere Aston Martin-Fan da dazu gekommen ist. Und ich glaube, dass das grundsätzlich schon alles in die richtige Richtung läuft. Vor allem richtig Fans kriegst du natürlich, wenn du dann um Siege mitfährst. Und das muss halt dann der nächste Schritt sein. Dann wird es richtig spannend. Herr Berger, wie schätzen Sie die Zukunft für den Verbrenner ein in der DTM und in der Formel 1, weil er ja privat doch immer mehr beschlossen wird?
Hat das noch eine Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren oder wie wird sich das entwickeln? Vielleicht ein paar Sätze dazu. Also, wir wissen alle, es ist momentan ein Riesenhype entstanden in dieser Elektrifizierung des Automobils. Es gibt unterschiedlichste Versionen, vollelektrisch, Hybrid, Wasserstoff, was immer. Die Diskussionen und die Rechnungen schauen momentan noch sind noch nicht ganz ehrlich, ich würde sogar sagen, es gibt erst die ersten Berichte, wo man wirklich die Berechnungen macht von dem, wo wird die Batterie produziert, wie wird sie produziert, wie viel Wasser, was immer da als an Rohstoffen notwendig ist und so weiter, bis hin, wie wird es recycelt, wie wird es irgendwann einmal verwertet. Bis jetzt hat man sich immer noch so einen Schnitt in der Mitte rausgenommen, wo man da einen Vergleich gemacht hat. Fakt ist, dass heute diese Elektrofahrzeuge doch 100.000, 110.000 Kilometer brauchen, bis sie gegenüber dem Verbrennungsmotor den Vorteil erlangen. Darum sage ich, den Verbrennungsmotor darf man nicht in die Ecke stellen. Den Verbrennungsmotor muss man weiterentwickeln. Ich glaube, dass da sicherlich das eine oder andere noch drinnen ist. Und ich glaube auch, dass diese Verbrennungsmotor momentan in der Diskussion unter die Räder kommen, was vielleicht nicht ganz fair und nicht ganz richtig ist. Aber was dieser ganze Hype und das natürlich auch von der Politik getriebene E-Thema schon gebracht hat, glaube ich, dass jeder sehr sensibel geworden ist und sich sehr mit der Materie beschäftigt, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, was können wir unternehmen, was können für die neuen Technologien entstehen, die die Umwelt in Zukunft schonen. Oder wir sagen, wir müssen und nehmen auch in unseren Langfristdenken, Strategiedenken auf, und da sagt man nicht jetzt unbedingt mal E-Mobilität, sondern wir sagen CO2-Reduktion. Wie immer diese CO2-Reduktion dann zustande kommt. Und ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema Hybrid, ja, wir beschäftigen uns mit neuen Kraftstoffen, ja, wir beschäftigen uns auch, was macht die E-Mobilität. Also diese Themen sind bei uns alle im Tagesgespräch. Aber unser TTM-Motor ist einer der besten, effizientesten Motoren, die es gibt momentan in der Technik. Und manchmal wünsche ich mir, dass wir das ein bisschen mehr kommunizieren, weil ich glaube, dass die Leute da noch nicht so richtig aufgeklärt sind, dass diese Motoren, die da eingesetzt werden, besonders effiziente Motoren sind. Ja, Herr Berger, ich möchte nochmal zurückkommen auf die anderen europäischen Hersteller, aus Italien, aus Frankreich. Hat es denn da seitens der ITR Gespräche zum Beispiel mal mit Alpha oder mit Renault oder Peugeot gegeben? Jeden Tag. Jeden Tag. Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Stand der Dinge? Fritz im Kreis. Nein, die Automobilindustrie hat natürlich momentan schon eine turbulente Zeit. Einerseits können wir alle, wir haben das Thema Amerika, China, wir haben Brexit, wir haben Einkaufszölle nach unten, wir haben die Dieselgeschichten und so weiter. Also der Automobil Lieferant hat momentan 1000 Themen am Tisch, die er meistern muss, wo die DTM nicht unbedingt zur kleinen Diskussion wird. Ganz abgesehen davon ist es natürlich auch ein Kostenthema und es ist wirklich schwer, in der jetzigen Zeit einen neuen Hersteller reinzubekommen. Nichtsdestotrotz, wir waren mit einigen ganz neu dran, es ist aus unterschiedlichsten Gründen immer wieder gescheitert, meistens sind es Budgetthemen, meistens sind es einfach Priorisierungsthemen. Aber man kann nur dranbleiben und kann nur, und das ist auch, darum ist das Japan-Thema so wichtig, weil wenn man einheitliche Reglement schafft, man muss sich vorstellen, so Hersteller nehmen den Motorsport schon aus Marketinggründen und dann müssen sie ein Auto
dem Reglement entsprechend vorbereiten. Das kostet ein Schweinegeld, bis solche Autos dann rennfertig an der Startaufstellung entwickelt sind. Und dann muss aber der Hersteller verschiedene Märkte beliefern oder bedienen. Dann kommt Amerika, dann kommt Japan, dann kommt was immer. Und jeder hat ein anderes Reglement. Und jedes Mal muss er wieder neu entwickeln. Jedes Mal kostet es wieder Geld. Also das sind ganz schwierige Geschichten. Jetzt sind wir aber vielleicht einer der ersten, die es geschafft haben, zumindest einmal Europa und Japan aufs gleiche Reglement zu bringen. Somit muss der Hersteller nur einmal das Geld in die Hand nehmen und hat natürlich ein besseres Return of Investment. Und das sind halt so Sachen, wo man dann leichter vielleicht eher eine Chance hat, einen Hersteller, den nächsten Hersteller in das Thema reinzubringen. Aber die Gespräche laufen mit alle und ich habe durch meinen früheren Rennsport auch dementsprechend ein gutes Netzwerk, sodass da wirklich gute Gespräche laufen. Aber es ist eine schwierige Nummer, da vorwärts zu kommen. Dann habe ich noch eine zweite Frage, die betrifft Sie eigentlich persönlich aus der Vergangenheit. Ein Freund von mir, der leider heute nicht hier sein kann, möchte wissen, ob es wirklich stimmt, dass Sie seinerzeit den Aktenkoffer von Ayrton Senna aus dem Heli geworfen haben, in Monza. Ich meine, ich habe es immer so, er ist rausgefallen. Ja. Okay, steht auf schwarz auf weiß, oder? Ja, dann nutzt man nichts mehr, dann muss es zugeben. Herr Berger, erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit hier zum Fan-Talk. Ich denke, das ist sehr interessant und ja, wirklich eine nette Einladung hier. Ich weiß nicht, wie es gerade ausgegangen ist im Audi R8 in der S-Cup, aber Rahel Frey hat bewiesen, dass auch Frauen Rennen fahren können. Wie sehen Sie so die Chance, dass in der DTM vielleicht in Zukunft auch mal wieder Frauen hinter der Steuer sitzen, vor dem Hintergrund, dass ich Vater einer kleinen Tochter bin und die vielleicht in ein paar Jahren noch mitnehmen möchte. Und vielleicht findet sie ein weibliches Vorbild. Ich habe einen guten Freund, der war Formel-1-Weltmeister, Keke Rosberg, der kriegt heute noch einen Schüttelfrost, wenn ich sage, eine Frau im Motorsport, weil die Ellen Loh hat noch mal geschnarrt irgendwann. Das heißt, da ist alles offen. Aber wie ihr wisst, haben wir die W-Serie bei uns auf der Plattform. Und die W-Serie ist die erste Damen-Formel-Rennsport-Serie, die wirklich auf höchstem Niveau gestaltet wird, wo schnelle Autos, starke Autos, Formelautos gegeneinander antreten. Und ich war heuer ganz überrascht, wie ich denen manchmal zugeschaut habe. Car-Control super. Also ich glaube, da entsteht was. Und mit dieser Ausbildung wird dann irgendwo eine, die wir haben, irgendwann bei uns landen. Guten Tag, Herr Berger. Und zwar wäre meine Frage, wir befinden uns ja aktuell auf dem Nürburgring und wir wissen, glaube ich, alle und können es alle sagen, für den Zuschauer vor Ort ist die Kurzanbindung wahrscheinlich das attraktivste Modell. Allerdings wissen wir alle, der Nürburgring hat noch einiges mehr zu bieten, sei es die komplette Grand Prix-Strecke oder die Nordschleife. Wie sehen Sie die Möglichkeiten ein, die Rennen, sei es auf die Grand Prix-Strecke zu bringen oder vielleicht, auch wenn es nur eine Runde ist, auf die Nordschleife? Wisst ihr, was mein Traum wäre? Ich würde gern mit den Japanern zusammen ein Rennen am Nürburgring, jetzige Strecke fahren und letzte Runde über die Nordschleife. Ja, ich bringe das auch immer wieder ein. Es gibt schon ein paar Themen. Ich meine, wir haben 18 Autos am Start. Wenn du die Nordschleife fährst, kommt alle halbe Stunde Auto vorbei. Also du brauchst auf der Nordschleife einfach ein großes Feld. Das, ja. Die WTCR macht das im Rahmen von 24er, macht die auch 3 Runden. Ja, ich weiß, aber ich würde nicht sagen, es geht nicht, aber das ist sicher mal ein Thema. Das zweite Thema ist natürlich das Sicherheitsthema. Nur, ich bin gerade da draußen zuerst durchgegangen und habe gerade die Belov-Historie, die ich ja gut kenne, weil das ja so ein bisschen meine Zeit war, auch gelesen. Ich meine, wenn man trotzdem mal mit einem 56 über die Nordschleife fahren, mir über die Nordschleife fahren, ist dann, wenn wir jetzt über die Thema da rüberkommen. Also, ich stehe da voll dahinter, ich würde auch das irrsinnig gern anschieben. Es ist vielleicht noch nicht von der Zeit her noch nicht reif, aber irgendwann, wenn ich glaube, das könnte passen, werde ich sicherlich das Thema forcieren. Ich finde, es wäre richtig super. Ich
Ich hätte noch eine Frage und zwar noch zu der Internationalisierung. Und zwar, wenn wir die in Europa, die DTM ausweitet, wird das dann von dem Rennverlauf am Wochenende sich auch verändern, weil dann ist es ja auch logistisch schon wieder, wie Sie eben sagten, teuer. Und wenn wir dann hergehen und wieder Samstags-Qualifying haben und am Sonntag das Rennen, das dann aber nicht über Zeit geht, sondern wieder über so ähnlich wie in der Formel 1, nur dass es halt, ne? Da kann man schon was abbrechen. Ich finde das Format ganz gut, was wir haben, weil... Ich auch. Es gibt halt einfach der Familie die Möglichkeit, der andere sagt, für mich passt der Samstag, der andere sagt, für mich passt der Sonntag und dann sieht er Qualifying und ein Rennen. Und darum haben wir zwei Staffeln. Wieder Abschied vom BMW 2012 waren wir wirklich schon bei vielen Rennen live vor Ort und sind große Fans. Und ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich super finde, wie nah man bei der DTM dran ist. Also im Vergleich zur Formel 1 zum Beispiel haben wir ja am Nürburgring auch schon gesehen. Das ist ja doch ziemlich abgeschottet alles im Vergleich. Und ich finde es einfach super, dass man auch die Gelegenheit hat, als Fan ins Fahrerlager zu gehen, dass man einen Einblick hat, dass man den Fahrer auch mal trifft, dass der einfach mal vielleicht vorbeiläuft, dass man mal ein Foto machen kann, kurz ein Wort miteinander redet. Das finde ich halt wirklich super. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es 9 oder manchmal waren es ja auch schon 10 Rennwochenenden gibt. Ich finde es klasse, dass es jetzt, wie wir gerade besprochen haben, samstags und sonntags das Qualifying und das Rennen gibt. Aber ich würde es halt klasse finden, wenn nicht immer ein halbes Jahr Pause dazwischen wäre. Weil ich finde, nur ein halbes Jahr DTM ist im Jahr zu kurz. Und wenn ich halt sehe, wie viele langweilige Formel 1 Rennen da am ganzen übertragen werden, dann denke ich mir, warum jetzt nur 9 Wochenenden oder 10? Es können ja auch 15 sein. Ich wäre sofort dabei. Das Thema ist aber ein Kostenthema. Es wäre so wahnsinnig gut für uns, weil wir merken natürlich auch, wenn wir die lange Winterpause haben, bis das wieder anläuft. Das ist ja ein Riesen-Effort, bis wieder die Fans alle munter geworden sind und die Zeit ist wieder da und der Flow passt. Trotzdem, wir haben zum Beispiel, um ein Beispiel zu sagen, wir haben Motoren ausgelegt für 6.000 Kilometer und dann müssen sie getauscht werden. Das ist ein Riesenaufwand. Vielleicht sollten wir mal in der Lage sein, mit den Japanern zusammen diese zusätzlichen globalen Events zu machen. Vielleicht haben wir dann eine Chance, die im Winter als Überbrückung da oder dort anzubieten. Geht ja an Fuji in diesem Jahr im Prinzip schon los. Erstes Event im November. Also jetzt vergessen als Antwort, ja. Danke. Wir sind schon dabei, im Fuji. Hallo Herr Berger. Erstmal vielen Dank für die letzten 3 Jahre. Also meine Familie und ich, wir genießen das. Wo sitzt du? Wow. Wir genießen die DTM seit den 3 Jahren wieder deutlich mehr und sind eigentlich jährlich vor Ort. Ich würde gerne wissen, was ist Ihr schönstes Ihre schönste Motorsporterinnerung? In diesen 3 Jahren oder überhaupt? Ich würde sagen, in diesen 3 Jahren. Ich habe jetzt eine Erinnerung, die jetzt rausspringt und sagt, das war's, sondern ich glaube, ich freue mich, dass diese Aufgabe, die ich angenommen habe, dass ich die nach diesen 3 Jahren immer noch mit dieser Begeisterung verfolge. Und das ist wirklich viel Arbeit, das kann ich sagen. Ich bin wirklich rund um die Jahr mit dem Thema eingesetzt, obwohl ich zu Hause bei mir meine Firmen habe. Aber das ist alles ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, weil man so viel anliegt, diese Serie vielleicht auf die nächste Stufe zu bringen. Und natürlich hat es einen riesen Rückschlag gegeben, wenn die Frage draußen hätte, was war der Rückschlag, dann hätte ich gesagt, der Ausstieg von Mercedes, weil der war nicht besprochen, der war nicht geplant und so weiter. Aber auch, dass wir diesen Rückstand gemeistert haben, mit dem ganzen Team zusammen. Wir haben in der Zwischenzeit eine tolle Mannschaft an Stuttgart. Das ist eigentlich mein Highlight, dass man eigentlich muss ich sagen, das Schönste für mich ist, dass alle, die gesagt haben, die DTM ist tot, jetzt lernen, dass Totgesagte länger leben. Hallo Herr Berger, ich sehe ihn. Erstmal wollte ich auch meine Komplimente aussprechen. Ich finde es super, was Sie hier machen mit uns und es ist natürlich auch klar, dass die Fans der DTM auch die DTM schon ein bisschen mit ausmachen.
Deswegen danke dafür, dass Sie uns die Möglichkeit geben. Ich habe eine Frage, was den Namen der DTM betrifft. Und zwar sind wir als eingefleischte DTM-Fans natürlich auch sehr neugierig, wie sich der Name verändern wird für die Zukunft. Gibt es da schon irgendwie konkrete Ideen, Pläne? Können Sie dazu was sagen? Also zuerst einmal danke. Ich freue mich natürlich, wenn man sieht, dass was vorwärts geht, wenn man sieht, dass die DTM wieder ein bisschen frischer wird. Ich muss aber dazu sagen, dass es natürlich eine lange Historie, die DTM eine lange Historie hat und dass meine Vorgänger schon eine tolle Leistung erbracht haben, weil da sind so viele Ideen, da ist so viel Aufbauarbeit drin, da ist so viel, die Fangemeinschaft, die heute da ist, die ist ja gewachsen über 30 Jahre. Und da war ja wirklich egal, ob Hans-Werner Aufrecht oder ob Norbert Haupt oder viel Knochenarbeit dahin werden. Und wenn wir vorher gesagt haben, warum kann man nicht mehr Hersteller rein? Eines der Argumente ist immer, ja, deutscher Club, ihr macht euch das alles selbst aus in Deutschland. Wenn wir da kommen, da können wir nicht prügeln, da sind wir nur Mitfahrer, aber keine Sieger. Das stimmt natürlich nicht. Aber es ist in der Tat eine lange deutsche Historie, deutsche Hersteller, deutscher Promoter, viele, in erster Linie deutsche Rennen in der Vergangenheit. Und wir sind aber gefordert von den Herstellern zu sagen, wir müssen internationalisieren, weil wir können diese Kosten nicht auf uns nehmen, nur für deutsche Rennen, sondern wir müssen auch europäische Rennen vermarkten, unsere Produkte vermarkten. Also das ist ein bisschen ein Traum. Und jetzt sage ich aber, ja, es ist einfach, einen anderen Namen drauf zu schreiben, aber wir haben natürlich deutsche Fans, die 30 Jahre sich an den Namen gewöhnt haben und die diesen Namen auch lieben. Und ich gehe schon mit, wenn wir irgendwas am Tisch haben, das man einigermaßen das vermittelt, dass der deutsche Fan mit diesem Namen auch leben kann und auch mitwandert. Und bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, wo ich gesagt habe, ja, okay, da drehe ich mich drüber. Was auch noch dazu kommt, ist wirklich ein Thema. Es ist unglaublich, wenn man so Namen diskutiert. Sie sind heute alle geschützt. Es gibt kaum einen Namen, der nicht irgendwo auf der Welt schon geschützt ist. Und also das ist eine Hürde, wenn du einen Namen rausgebracht hast. Das wäre nur die Sache. Du kannst sicher sein, dass schon 10 Leute drauf sitzen und schon diesen Namen geschützt haben. Aber Gerd, ich glaube, da sind wir alle offen. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt die doch einfach auf die Facebook-Seite. Gerne. Dann schauen wir drauf. Alle Vorschläge werden angeschaut. Ja, ich habe das Mikrofon jetzt. Herr Berger, kurze Frage. Könnte man Rainer Braun noch mal reaktivieren, nicht nur bei den DTM Classics zu kommentieren, sondern auch wirklich die DTM noch mal zu kommentieren? Das wäre meine erste Frage. Sauerstoffzellen brauchen wir viel. Zweite Frage. Aber trifft sie gut. Wir haben für Hockenheim DRM-Autos geplant, als wirklich Zackspit, Escorts, Capris, CSL, also. Und ich habe gestern gesagt, soll ich kommentieren, was das der Rainer kann andere machen. Zweite Frage wäre, ich schaue auch gerne ADAC GT Masters. Wenn ich über die Jahre... Jeder macht Fehler. Wenn ich mir nur das Starterfeld angucke und wie nah die beieinander sind, dann kann die DTM da doch noch ein bisschen von lernen. Aber unabhängig davon, wenn ich mir das Rahmenprogramm angucke, also ich schaue DTM seit den ersten Jahren, also nicht erst jetzt bei der neuen DTM, sondern auch schon in den 80ern. Wenn ich mir heutzutage das Rahmenprogramm so anschaue, da kann man noch viel dran tun. Könnte man da nicht probieren mit dem ADAC GT Masters? Das sind wir auch schon fertig, weil 100%ig einverstanden. Unser Rahmenprogramm ist noch nicht dort, wo es hin muss. Weil das wäre nämlich die Idee mit der ADAC GT Masters da. Kann man da nicht noch was zusammen machen? Spaß beiseite mit ADAC. ADAC ist eine eigenständige Plattform, die eine sehr gute Arbeit macht. Das ist Kundensport, hat aber eigentlich nichts mit Profisport zu tun. Und die Menge der Fahrzeuge bei der ADAC und die Menge bei uns mit dem Rahmenprogramm würde alles sprengen. Jetzt kann man sagen, ja, dann pickt man sich die besten Sachen raus. Aber das sind wie zwei Firmen. Wir sprechen uns gut, wir tauschen uns auch dort oder dort einmal aus. Hermann Tomczyk, der dem Ganzen vorsitzt,
ist ein Freund von mir, mit dem ich mir die eine oder andere Sache gut ausreden kann. Andererseits, er hat sein Geschäft, wir haben unser Geschäft und wir bedienen auch unterschiedliche Kundengruppen. Also er ist zu Hause im Kundensport und wir sind zu Hause im Profisport. Wir uns alle den Rennsport vorstellen, wo wirklich Rad gefahren hat. Also, wenn da Spätbremsen angesagt ist, ist dort eher Frühbremsen, Batterieaufladen angesagt. Ja, ist eine andere Philosophie. Ich werte das aber nicht. Ich sage nur, wir kommen, unsere DNA von der DTM sollte schon Hardcore-Motorsport bleiben. Wenn wir Lösungen finden, und wir haben da auch die eine oder andere Sache uns überlegt, wenn wir Lösungen finden, wo auch E-Mobilität Hardcore-Motorsport liefern könnten, dann wird man uns sowas auch nicht verschließen. Nur bis jetzt so richtig die Lösung dazu haben wir noch nicht. Aber vielleicht ist es einmal ein Thema. Aber wenn es ein Thema ist, dann ist es nur ein Thema also auf der Plattform. Aber ich glaube, unser Produkt, das wir da haben in der DTM, das wird auf alle Fälle langfristig unser Kernprodukt bleiben, weil wir überzeugt sind, dass diese Verbrennungsmotoren mit diesem CO2-Ausstoß, vielleicht unterstützt mit Hybrid, mit Abstand die beste Version für diese Art von Rennsport ist. Also sollte es einmal was anderes geben, dann habt ihr die Möglichkeit, beides anzuschauen und auch selbst die Meinung zu bilden, was am Ende die bessere Show war. Aber heißt nicht, dass es aber unser No-Go ist auf unserer Plattform. So. Eine Frage haben wir noch, das Mikrofon ist schon vergeben und dann würde ich sagen, ihr wollt sicher noch ein paar Autogramme, haben wir draußen ein paar Tische aufgestellt, auch dafür steht Gerhard noch zur Verfügung und jetzt erstmal die letzte Frage. Hallo Herr Belger, vielen Dank jetzt mal für die Einladung hier heute zu dieser Runde und vielen Dank für das Programm, was hier uns allen geboten wird. Wir haben viel über Vision und die Zukunft gesprochen. Wenn wir jetzt mal in die kurzfristige Zukunft schauen, auf die nächste Saison, mit dem Blick auf das drittletzte Rennen morgen, was können Sie schon bestätigen für die neue Saison? Es sickern ja immer mehr Informationen durch. Aston Martin wird voraussichtlich weiterhin mit 4 Autos nur am Start sein. Audi wird, denke ich mal, mit WRT ein Privatteam mit im Boot behalten. Gibt es Planungen für ein Privatteam auf BMW-Seite? Und streckenmäßig, wie sieht es aus? Monza ist ja jetzt kurzfristig dazugekommen. Gibt es noch andere weitere Planungen für die kommende Saison schon? Es gibt schon die eine oder andere Sache, die bei uns noch auf dem Tisch liegt, die kann ich aber jetzt nicht sagen, weil ich muss jetzt erst einmal in die Reihe bringen, aber alle anderen Planungen sind eigentlich alle schon in den Medien gewesen. Eines ist Monza, freut uns, wir waren in Misano. Misano haben wir uns immer sehr schwer, dann dort das Thema anzukurbeln. Kann auch sein, dass Monza, weil man Italien außerhalb der Formel 1 und außer Rossi Themen überhaupt nicht ankurbelt. Das ist wirklich ein schwieriges Thema dort. Aber was wir in Monza natürlich schon kriegen werden, ist ein spannendes Rennen durch die langen Windschattentöne, die es dort immer gibt. Also für TV wird das sicher eine gute Nummer. Und es gibt uns auch nochmal eine Chance, mit Mailand zu sagen, okay, dort werden wir auch im Zuschauerbereich einen großen Schritt nach vorne machen. Privatteams, ja, BMW ist da im Rückstand, weil eigentlich hätte BMW auch vorgehabt, heuer ein Privatteam so wie Audi, WRT, ein Privatteam zu finden. Aber irgendwie haben sie die Verhandlungen immer aufgelöst und es ist eigentlich nichts daraus geworden. Vielleicht gibt es nächstes Jahr, muss man BMW fragen. Aston Martin ist wieder an Bord mit 4 Autos. In welcher Konstellation weiß ich noch nicht genau. Also die schneidern auch noch an dem einen oder anderen Thema. Ich hoffe einfach, dass wir nächstes Jahr wieder da sitzen, 9 Events haben oder 10 Events haben, eines von den beiden. Und dass wir auch wieder einen guten Sport liefern und vielleicht die nächste Stufe, vor allem im Rahmenprogramm. Ja. Dann
muss ich sagen, es tut mir leid, dass wir an der Stelle abbrechen müssen. Es war großartig, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass ihr hier reingekommen seid. Danke für euren Input, danke für eure Ideen, danke für die Fragen. Wenn ihr weiteres habt, ich glaube, da sind wir für alles offen, auf Facebook, per Mail, einfach reinschicken. Das wird sicherlich alles durchgelesen und danke vor allem dir, Gerhard. Ja, danke, habe mich gefreut. Guter Vorschlag und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch. Danke, ciao.